Willkommen zu unserem Packraft-Abenteuer entlang einem der schönsten Flüsse Südfrankreichs in der Region Auvergne-Rhône-Alpes, die Drôme. Im Mai 2024 haben wir zu fünft 4 Tage auf diesem Fluss verbracht, mit 3 Übernachtungen inmitten atemberaubender Natur. Die türkisfarbene Drôme entspringt in den französischen Voralpen auf einer Höhe von 1600 Metern und erstreckt sich über etwa 111 Kilometer bis zur Mündung in die Rhône. Rund 80 Kilometer des Flusses sind mit Packraft oder Kajak befahrbar und bieten dabei eine beeindruckende Landschaft. Berge, Blumenwiesen, dichte Wälder, Lavendelfelder, Olivenbäume und schroffe Felsen prägen das Bild. Im Frühjahr sind die Gipfel der Seealpen oft noch schneebedeckt, während die Temperaturen bereits südlich warm sind. Südöstlich von Valence fließt die Drôme durch ein breites Tal mit einsamen Kiesbänken. Unsere Tour führt uns von Luc-en-Dois nach Cellens, knapp 45 Kilometer. Die Drôme kann jedoch weiter bis zur Mündung in die Rhône bepaddelt werden. Die Drôme bietet sowohl ruhige Abschnitte zum Entspannen als auch aufregendere Passagen mit Wildwasser von Klasse 1 bis 2+. Bei Hochwasser kann es sogar bis zur Klasse 3 aufsteigen. Da wir selbst nur wenige Informationen zum Fluss finden konnten, richtet sich dieses Video an alle, die die Drôme erkunden möchten und schnelle Fakten sowie Tipps benötigen. Das Video gliedert sich in mehrere Kapitel, einmal Einstiegsmöglichkeiten und Anreise, Pegelstand, Hindernisse und Gefahren sowie Schlaf- und Einkaufsmöglichkeiten. Beginnen wir mit Kapitel 1, den Einstiegsstellen und der Anreise. Am besten reist ihr mit dem Auto oder der Bahn an. Entlang der Drôme gibt es Bahnhöfe in Liffrance-aux-Drômes, Crest, Salence, Die und Luc-en-Dois. Diese bieten bequeme Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten, wenn man mit Zügen des französischen Anbieters SNCF unterwegs ist. Ein Ticket von Salence nach Luc-en-Dois kostet etwa 11 € pro Person. In der Videobeschreibung findet ihr eine Google Maps Karte mit allen wichtigen Ein- und Ausstiegsstellen sowie Bahnhöfen, Hindernissen, Gefahreninformationen mit Kilometerangaben. Kapitel 2, dem Pegelstand. In Cellens gibt es eine Messpegelstation für die Drôme. Der Mindestpegel für eine sichere Befahrung beträgt 10 Kubikmeter pro Sekunde. Idealerweise solltet ihr allerdings 15 bis 30 Kubikmeter pro Sekunde haben, wie wir sie im Mai hatten. Wir hatten 24 bis 28 Kubikmeter pro Sekunde. Vor allem der obere Abschnitt von Luc-en-Dois bis zur Mündung der Bees erfordert diesen Pegel, um ihn ständig auf Steinen aufzusetzen. Kapitel 3, Hindernisse und Gefahren. Für Informationen zu Hindernissen und Gefahren haben wir uns stark an der Kanu-App Kanua und der Seite kajaktour.de orientiert. Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Der obere Teil der Drôme von Luc-en-Dois bis zur Mündung der Bees ist anspruchsvoll mit vielen Baum- und Strauchhindernissen, Prallwasser, engem Flussbett und starker Strömung. Dieser Abschnitt ist nur geübten Paddlern zu empfehlen und erfordert oft das Umtragen oder Farbbesichtigung von einzelnen Passagen. Wichtig, paddelt niemals alleine. Der Abschnitt von Die bis Pontet ist kalkulierbarer, ohne Baumhindernisse, dafür aber mit vielen Steinen und Felsblöcken bis zur Wildwasserklasse 2+. Helm, Trockenanzug oder Neopren sowie Schwimmwesten sind ein Muss. Im Abschnitt von Pontet bis Salence habt ihr dann wieder mehrere Baumhindernisse. Diese könnt ihr aber allerdings entweder umtragen oder könnt vorbeifahren. Achtet natürlich darauf, dass sich das von Jahr zu Jahr wieder mit jedem Hochwasser verändern kann, was ich euch hier erzähle. Der Abschnitt von Cellens bis Crest ist dann relativ leicht beschrieben im Internet und wird oft auch von Kanuverleihen befahren. Uns hat leider die Zeit nicht mehr gereicht für diesen wohl auch sehr lohnenswerten Abschnitt. Ab Crest bis zur Mündung ist die Drôme dann leider auch weiter nicht mehr groß beschrieben und scheinbar auch nicht mehr so lohnenswert. Ich habe die von mir recherchierten Hindernisse auf diesem Streckenabschnitt dennoch in die verlinkte Karte integriert. Kapitel 4, die Camping- und Einkaufsmöglichkeiten. Das Tal ist touristisch gut erschlossen mit kleinen Supermärkten in den vorbeikommenden Städten. Man muss nicht alles Essen mitbringen. Wir hatten Autonahrung dabei und haben das Wasser aus dem Fluss mechanisch und chemisch gefiltert. Es gibt viele Campingplätze direkt am Fluss. Für Wildzelten oder Bivakieren gibt es ausreichend einsame Kiesbänke. Wichtig, leave no trace, also hinterlasst nichts außer euren Fußspuren. Treibholz ermöglichte uns jeden Abend ein gemütliches Feuer zu machen, was an regnerischen Tagen sehr hilfreich war. Alle Einkaufsmöglichkeiten und Campingplätze sind auf der verlinkten Karte markiert. Mein Fazit: Eine Packraft-Tour auf der Drôme ist ein unvergessliches Erlebnis für Abenteuerlustige und Naturliebhaber. Wir hoffen, dass ihr Spaß hattet mit dem Video und euch inspiriert fühlt, selbst auf Entdeckungsreise zu gehen. Viel Spaß!